Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar mit dem Thema Einfache Wege zum Open Networking. Heute begrüßen wir unsere Partner von IP Infusion, Rein de Jong, und vom OCP, Stefan Frenzel. Mein Name ist Esther Honold und ich arbeite im Vertrieb in der Dachregion von EPS Global in Deutschland. Wir haben Niederlassungen in 23 Ländern und 28 Städten mit jeweiligen lokalen Teams der Landessprache und der Währung. EPS Global hat die gesamte erforderliche Hardware auf Lager oder kann diese in den regionalen Vertriebszentren beschaffen. Unsere Ingenieure bieten vorab technische Beratung an und stellen gerne den Kontakt zu den für Sie relevanten Softwareanbietern her, konfigurieren die Hardware und unterstützen Sie bei der Implementierung. Außerdem haben wir mit unseren Lieferanten offizielle Vertriebsvereinbarungen, die die Rückverfolgbarkeit, Originalprodukte und den besten technischen Support gewährleisten. Die heutige Agenda beinhaltet folgende Themen: Offene, disaggregierte Netze, Stand der Dinge 2021. Welche Vorteile haben Service-Provider aller Art von offenen, disaggregierten Netzen? Herausforderungen bei der Einführung. End-to-end disaggregierte Lösungen. Beispiele aus Chile und Burkina Faso. Nutzung des disaggregierten Ökosystems, um ein kostengünstigeres Netzwerk mit höherer Leistung zu schaffen. Unsere heutigen Redner sind Rein de Jong, VP Sales EMEA India von IP Infusion, Stefan Frenzel, Community Lead für die Dachregion vom OCP und Frank Kremer, Vertriebsleitung der Dachregion von EPS Global. Wie ich sehe, haben wir heute Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Sollten während des Webinars Fragen auftauchen, werden diese sehr gerne von unserem technischen Team in der Chat-Funktion beantwortet. Nun möchte ich gerne das Wort an meinen Kollegen Frank übergeben. Danke dir, Esther. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Wie die Esther bereits erwähnt hat, ich bin der Frank Kremer von EPS Global und leite den Vertrieb in der Dachregion. Bei EPS Global beschäftigen wir uns schon seit Jahren mit offenen Netzwerklösungen. Wir wurden vor 21 Jahren in Irland gegründet und kommen eigentlich von dem Transceiver-Geschäft. Aber seit ungefähr 10 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit offenen Netzwerklösungen und bieten hier Hardware von führenden Herstellern wie EdgeCore und UFISpace an. Wir arbeiten auch mit vielen führenden Softwarelieferanten zusammen, insbesondere mit IP Infusion, mit denen wir heute auch das Webinar veranstalten. IP Infusion bietet Lösungen von Access über Backbone bis Datencenter und auch spezielle Carrier-Lösungen an. Und mein Kollege Rein de Jong wird nachher darüber noch etwas erzählen. Der Schlüssel zum Open Networking ist die Disaggregierung von Hardware und Software, also die Trennung von der Hardware und der Software. Die Hardware legt fest, welche Bandbreite zur Verfügung gestellt werden kann, welche ASIC benutzt werden kann, quasi die Grundpfeiler. Aber die richtigen Features werden von der Software bereitgestellt. Also es wird über die Software festgelegt, ob die Anwendung eher für Carrier ist, für Netzbetreiber, für Datencenter, für Access-Betreiber. Und hier ist IP Infusion führend. Rein de Jong wird nachher darüber noch ein bisschen was erzählen. Die Hardware-Anbieter, mit denen wir hauptsächlich zusammenarbeiten, sind EdgeCore Networks und UFISpace. EdgeCore ist führend seit ungefähr 12 Jahren in diesem Bereich unterwegs und stellt Hardware für Telekom-Carrier, ISPs, Datencenter, Enterprise und Wireless Solutions her. Ist sehr breit aufgestellt und arbeitet mit vielen Softwarelieferanten zusammen und die meisten Hardware-Plattformen von EdgeCore unterstützen mittlerweile die Software von IP Infusion. Zum anderen arbeiten wir mit UFISpace zusammen, eine etwas jüngere Firma, eine Tochter der Firma Foxconn. Und UFISpace konzentriert sich mehr auf Router und auf starke Datacenter-Switche. Das ganze Thema Open Networking ist vor circa knapp 10 Jahren aufgekommen mit der Gründung des OCP durch Facebook. Unser Kollege Stefan Frenzel vom OCP wird uns nachher darüber noch einiges erzählen. In den nächsten 5 Jahren werden knapp 500 Milliarden US-Dollar ausgegeben für Netzwerktechnologie weltweit.
Bis zu 15% davon sind bereits eingeplant, mit offenen Netzwerktechnologien realisiert zu werden. Also es ist ein riesiger Markt, der da auf uns zukommt, den wir jetzt in den Anfängen sehen und ein riesiges Potenzial, das wir zusammen angehen können. Wir würden uns freuen, wenn wir nach dem Webinar ins Gespräch kommen, um zu schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Rein de Jong von IP Infusion, der uns ein bisschen über das Feature-Set der verschiedenen Softwarelösungen von IP Infusion erzählen wird. Dankeschön, Frank, für die Einladung, hier was zu sagen über IP Infusion. Mein Name ist Rein de Jong, schreibt sich wie sauber auf Deutsch. Ich bin Holländer, also daher mein Deutsch ist nicht tadellos. Ich verhaspele bestimmte Sachen, aber hoffentlich haben Sie Verständnis dafür. Ich bin Vice President bei IP Infusion für die Sales-Region EMEA, das bei uns auch inklusive India ist. IP Infusion haben Sie vielleicht nicht so oft gehört, den Namen. IP Infusion ist aber eine Firma, die sich schon seit 20 Jahren in diesem Raum herumtreibt. Vielleicht kennen Sie IP Infusion nicht. IP Infusion ist aber schon seit langem in das Netzwerkbereich unterwegs. Unsere Gründer von unserer Firma haben sich in ihrer Studentenzeit und bevor die Gründung von IP Infusion bemüht mit Open-Source-Projekte wie Zebra, Quagga, FRR und so weiter. Und da waren sie sehr tief mit reingezogen. Die haben sich aber entschlossen, eine Firma zu gründen, die Netzwerkprotokolle herstellt für Control Plane und das auf einer Source-Basis zu vermarkten an die jeweilige OEMs, die wir ja alle kennen von der Network-Industrie. Ne? Also Cisco, Huawei, F5, Brocade. Sie können bestimmt nicht einen nennen, wo nicht irgendwie das intellektuelle Eigentum von IP Infusion mit reingebunden ist. Vielleicht nicht komplett, aber auf jeden Fall ein Teil. Also was Sie vorstellen sollten, ist, dass bestimmte Netzwerkprotokolle dann von uns bezogen werden, den Source Code mit reingebunden wird und der jeweilige OEM das dann integriert als eine Komplettlösung. Also von die Funktionalität her und die Verlassbarkeit von unserer Software sind wir eigentlich einwandfrei und tadellos schon unterwegs. Was aber mit der Netzwerkdisaggregierung stattgefunden hat, ist, dass wir uns selber realisiert haben, dass wir mit all diese separaten Netzwerkprotokolle auch ziemlich einfach ein komplettes Binary Netzwerk Operating System herstellen können. Und das haben wir gemacht und das heißt Ognos und das ist ein komplettes Networking Operating System, was eigentlich von A bis Z über das ganze Spektrum von das Netzwerk funktionieren kann. So, an die rechte Seite sehen Sie ein Radar, das ist wie ein Magic Quadrant eigentlich, aber von einer anderen Firma dargestellt. Gartner macht ja Untersuchungen für jede Menge IT-Trends und so weiter. GigaOM hat die Disaggregations-Trend dargestellt und die haben das gemacht mit ungefähr 20 Firmen, die sich in diesem Spektrum betreiben. Also es funktioniert ein kleines bisschen anders als ein Magic Quadrant. Es ist ein Radar, hat so eine Bullseye so in die Mitte und je dichter man an die Mitte ist, je besser man auf die 4 unterschiedliche Achsen funktioniert. Also die Achsen sind Maturity, Feature Play, Innovation und Platform Play. Also je dichter man da dran ist, je besser diese Firma beurteilt hat, dass die Firma als Softwarefirma in die Lage ist, das auch hinzukriegen. Also das heißt, dass wir ziemlich gut dran sind. Das hat auch zu tun mit unserer Vergangenheit, dass wir so viele Protokolle schon hergestellt haben und dass es für uns einfacher geworden ist, das auch als eine komplette Bundle, eine Software über das ganze Netzwerk hinaus darzustellen. Was wir sehen, ist, dass bei den meisten Kunden noch so eine bestimmte Hemmung gibt zu das Thema Disaggregation. Es ist halt nicht einfach zu erklären, warum, wenn man Sachen auseinander nimmt, das einfacher für eine Kunde ist. Aber das ist auch, wie man hier sieht, an die linke Seite, ist das Internal Process and Lack of Operational Models to deal with the Type and Solutions, etc., Procuring. Also das finden Kunden noch immer sehr, sehr schwer.
zusammen mit EPS können wir also das auch vermeiden, weil wir die Sachen ja wieder zusammenbringen. Ne? Man hat dann die Benefits oder die Vorteile von das disaggregierte Modell, dass Hardware entwickelt werden kann, Software separat entwickelt werden kann, aber dass eine Firma wie EPS zusammen mit uns das wieder zusammenbringt, dass sie das beschaffen können, wie eigentlich einen normalen Netzwerkteil. Statt nur negative Sachen oder Hemmungen, die Menschen haben zur Disaggregation, gibt es natürlich auch Vorteile zur Disaggregation. Innovation, Flexibilität und neue Dienstleistungen sind die drei Themen, die wir wirklich sehen als Vorteile von Disaggregation. Also innovativ, weil es, wie gesagt, schon separat voneinander entwickelt werden kann. Überhaupt den Anlass zu kommen zu Disaggregation hat ja zu tun, dass die jeweils die OEM-Hersteller nicht so schnell entwickeln konnten, wie die Kunden eigentlich gefragt haben. Und daher haben sie sich entschieden, das separat zu machen. Das können wir jetzt auch und das bleiben wir auch. Wir haben ein gutes Ökosystem, ein größeres Ökosystem von Hardware-Vendors und Software-Vendors, die also ihre Bedürfnisse und ihren Bedarf also wirklich auch aushelfen kann. Das wird ja mittlerweile auch gemacht mit Automatisierung und all die anderen Sachen, die darum notwendig sind, um das Netzwerk so zu betreiben, dass es auch einfacher und automatisierter stattfindet, mit weniger Kosten und so weiter. Wie bereits gesagt, weil wir Produzent waren von Source Code für Protokolle und die viele Protokolle alle zusammengebracht haben in ein Binary NOS, ermöglicht das uns in viele Stellen von das Netzwerk auch unsere Software zu positionieren. Manche Konkurrenten oder Kollegen von uns oder wie man das so sagt, beziehen sich meistens auf das Datencenter oder das optische Bereich oder das Access-Bereich. Bei uns geht die gleiche Software von A bis Z, von das Access bis ins Datencenter hinein mit aller Funktionalität. Das Vorteil daran ist, dass da nur eine Entwicklungsstufe ist für uns. Unsere Software ist immer eine Code Branch. Das heißt, dass wenn es ein Problem gibt, das auch überall gefixt wird. Das heißt auch, dass alle Interfaces nach dem Norden, also Northbound Interfaces, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber hoffentlich verstehen Sie, was ich meine, wie Netconf Young, SNMP, CLI und so weiter, alle identisch sind in alle Anwendungsfälle. Also im Access-Bereich, wenn Sie ein PON oder ein DCSG, ein Cell-Site-Router haben, die Netconf Young-Modelle und so weiter sind ähnlich wie im PE-Bereich oder wie im optischen Transportbereich oder wie im Datencenter-Bereich. Also das ist wirklich ein großes Vorteil von IP Infusion. Ich möchte behaupten, dass sogar bei den größten Netzwerkherstellern das nicht der Fall ist, weil die unterschiedliche NOS-Systeme haben, die auch unterschiedlich kommunizieren nach anderen Systemen und nach anderen Ökosysteme oder Automatisierungssysteme, die es gibt. Darüber zu reden ist natürlich ein Ding, aber zweitens ist es auch so, dass wirklich diesen Trend schon stattfindet. Ne? Wir haben in Taiwan eine Kunde, die hat schon 3000 Cell-Site-Router deployed und funktioniert damit. Das ist ein Tier-2-Carrier in Taiwan. Auch in Brasilien gibt es eine Deployment von den Cell-Site-Router in der Metro-Umgebung. Und auch im Optical Packet Transport haben wir in Chile eine sehr große Installation schon bei Mundo Pacifico installiert und die funktioniert eigentlich einwandfrei und ist nach voller Zufriedenheit deployed. Also unsere Produkte sind nicht nur im Labor oder im Testbereich unterwegs, nee, wirklich auch im Real-Life-Deployment. Also was wir aus unser Leistungsversprechen mal zusammenfassen möchten, ist es, dass wir eine offene Carrier-Grade-Software-Plattform sind. Carrier-Grade, weil wir schon 20 Jahre das gemacht haben.
jede Menge OEMs, die in diesem Moment hin und wieder unsere Konkurrenz sind, auch unsere Protokolle und Intellectual Property benutzen. Also daher sollte es gewährleistet sein, dass wir in der Lage sind, eine Software darzustellen, die wirklich auch für ihn die richtige Funktionalität und Garantie bietet, dass das alles auch einwandfrei läuft. End-to-end, wie schon gesagt, in jede Menge Positionen in das Netzwerk verfügbar. Wenn Sie entscheiden, dass die Hardware ausgetauscht werden soll, brauchen Sie nicht unbedingt die Software zu tauschen. Und andersrum, wenn Sie die Software nicht mögen, gibt es ja jede Menge andere Lösungen, wo Sie auch mit die gleiche Hardware wieder unterwegs gehen können. Also das ist wirklich ein Versprechen von Disaggregation und das passiert auch wirklich. Wir nutzen ja den neuesten Stand der Dinge auf Merchant Silicon Bereich. Es gibt ja in diesem Moment nicht nur Broadcom, es gibt auch Marvell, es gibt auch andere Chiphersteller. Intel hat sich wieder gerührt auf diesen Netzwerk-Switching-Markt, wo die auch irgendwas herstellen möchten. Also daher sind wir auch voll dabei, die letzten Sachen auch zu portieren, weil es für uns immer wichtig ist, auf so viel wie mögliche Hardware-Produkte zu funktionieren. Nicht nur die Netzwerkteile, aber auch die Orchestrierung und Automatisierung von diesen Diensten ist ja wichtig und auch in diesem Bereich sind wir unterwegs. Vielleicht ist das für ein nächstes Webinar mal ein Thema, wo wir über das sprechen können. Wie gesagt, Broadcom ist der maßgebende Merchant Silicon Vendor in diese Industrie, aber definitiv auch Marvell und Intel. Ich habe auch gehört, NXP und so weiter sind unterwegs in diesem Markt sich zu betreiben. Und je mehr Spieler in Technologie da sind, je mehr Wahl man hat und je mehr Konkurrenz es auch gibt, weil in diesem Moment ist Broadcom ja schon ein wichtiger Schwerpunkt in dieser Industrie und wir verwillkommen das, dass da mehrere Leute auch unterwegs sind. Das Gleiche gilt natürlich für die Hardware-Partner, UFI-Space, EdgeCore, aber auch Silicon, Dell, Delta, jede Menge andere Hersteller, die es da gibt. Wir möchten auch so viele wie möglich Hardware-Plattformen uns selber betreiben. Weil wir eine Softwarefirma sind, ist es für uns auch für IP Infusion immer wichtig, auch Systemintegratoren zu unterstützen. Es gibt eine Mischung von größeren und kleineren Systemintegratoren, wo wir mit zusammenarbeiten. Und natürlich auch die Vertriebspartner sind für uns wichtig. Und in diesem Fall ist EPS unsere Partner, um das speziell in EMEA und auch in die deutschsprachigen Länder richtig zu vermarkten. Für IPI ist es sehr wichtig, darzustellen, dass die Software eigentlich der Schwerpunkt ist von der Lösung. Aber hin und wieder ist es nicht das größte Teil der ganzen Solution. Ne? Also der Hardware hat eine bestimmte Kost, der Software hat eine bestimmte Kost, aber das komplette Teil, das soll vermarktet werden. Und daher ist EPS für uns ein sehr richtiger Partner, wo wir sehr eng mit zusammenarbeiten und die für uns auch die Integration machen, die Software auf die Boxen spielen und als eine Komplettlösung an ihnen anbieten können. Also daher ist es für uns ganz wichtig, dass auch die Beziehung, die sie haben mit EPS, besteht und dass wir in guter Zusammenarbeit da auch zu kommen, dass es für ihn so einfach wie möglich ist, ihre Bedürfe zu erfüllen. Kurze Zusammenfassung, keine Vendor-Login oder Herstellerbedingung, das war für mich ein zu schwieriges deutsches Wort, entschuldige, aber no Vendor-Login, also es ist wirklich so offen wie möglich, aber auch so interkompatibel wie möglich. Es heißt nicht nur, dass wir unsere eigene Lösung unterstützen möchten, aber wir möchten auch offen sein nach die traditionellen OEMs, also es sollte eigentlich ein komplett Ökosystem sein, was alle miteinander zusammenarbeiten. Durch die Flexibilität kriegen Sie auch die Einsparung und haben die Möglichkeit, Ihre eigene bevorzugte Lösungen zu nehmen.
Also das war meine Story, also die Story von IP Infusion. Ich möchte gerne hiermit Stefan Frenzel an Ihnen vorstellen. Er ist Community Lead für die Dachregion, für die OCP und wird weiter uns etwas erzählen über die Projekte, die OCP macht. Ja, vielen Dank, Rhein. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank an EPS Global und IP Fusion für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Mein Teil besteht aus 5 Slides. Ich habe es so aufgebaut, dass ich grundsätzlich etwas über OCP, über die Open Compute Project Foundation erzähle und dann auch den Fokus setze in den Bereich Open Networking. Ja, was machen wir zusammen mit EPS Global und IP Fusion? Wie arbeiten wir zusammen? Wie unterstützen wir innerhalb der OCP Community? Noch ein paar Worte zu meiner Seite. Stefan Frenzel, mein Name, ansässig im Süden von Deutschland, in München, seit 20 Jahren in der IT unterwegs. Von den 20 Jahren habe ich den Fokus auf die sogenannte Rechenzentrumsindustrie und habe für diverse Unternehmen gearbeitet, vorwiegend im Marketing und Business Development. So, jetzt gehe ich mal weiter. Die erste Slide, jetzt geht es ein bisschen um OCP. In einigen Ländern ist OCP präsenter. In Deutschland sind wir noch recht am Anfang, muss man schon sagen. Andere Länder sind innovativer. Die Niederlande zum Beispiel, die UK oder skandinavischen Länder machen wesentlich mehr. Ich kann das beurteilen, weil ich Teil des europäischen Teams bin, mit dem Fokus auf die Dachregion. Das ist so eine Kernslide, wo man wirklich sieht, was Rhein auch schon eingangs gesagt hatte. Sogenannte Bare Metal Hardware, ja, oder Vendor-Lock Hardware, ohne Vendor-Lock Hardware, die frei verfügbar ist, ja, und offen ist, auf die dann jedes Betriebssystem gespielt werden kann. Das ist so ein bisschen die Philosophie, die damals entstanden ist. Damals sage ich, wenn man zurückgeht, als OCP angefangen hat, 2009, 2010, gemeinsam mit Facebook. Facebook hat eigene Rechenzentren gebaut und hat gesagt, wie Rechenzentren bisher betrieben werden, ist nicht mehr zeitgemäß und man hat dann gemeinsam mit einigen schlauen Ingenieuren und den sogenannten ODMs, das sind die Hersteller, die offene Hardware herstellen, man hat ein neues Ökosystem entwickelt, was OCP anbelangt oder frei verfügbare Hardware. Man hat praktisch das System, was es bei Linux schon seit 30 Jahren gibt, auf die Hardware übertragen. Ja? Und hat dann einige ODM-Hersteller wirklich angesprochen, vornehmlich in Asien, ob die in der Lage wären, diese neue Hardware zu entwickeln. Und diese Hersteller sind mittlerweile die weltweit größten. Das ist so ein bisschen auch zur Historie, wie die OCP-Community damals eingangs mit dem ersten Facebook-Rechenzentrum in Oregon, USA entstanden ist. OCP ist eine freie Community. Man würde sagen, bei uns ist es ein eingetragener Verein. Man sieht, dass mehr als 200 Unternehmen sind in dem Unternehmen tätig. Weltweit arbeiten mehr als 8000 Ingenieure in dieser Community zusammen an diversen Projekten, Unterprojekten. Es gibt sogenannte Projektgruppen oder Subgroups, OCP-Subgroups, die einmal oder zweimal im Monat zusammenkommen und wo gemeinsam mit den Mitgliedern, also mit potenziellen Kunden und der Community an neuen Produkten und neuen Softwarelösungen gearbeitet wird. Ja, das wird alles geteilt. Man kann sagen, hey, ich habe die Leute, ich habe die Ressourcen. Da kommt ein potenzieller Kunde, der auch Mitglied ist. Ich sage mal, vielleicht auch einer von den Hyperscalern, Alibaba, Google, Microsoft, wie sie alle heißen, und sagen, wir würden gerne einen Bereich oder eine neue Industrie weiterführen oder weiter an der Energieeffizienz arbeiten. Und dann arbeiten in den einzelnen Projektgruppen die Teams an den Lösungen gemeinsam. Man hat ein neues Produkt, man hat ein neues Software, man hat gleich einen Kunden, der das Produkt kauft. Und es wird innerhalb der Community beworben und weitere Leute kaufen dies. Also es ist ein ganz neue Denke. Also Oldschool ist ja so,
Da sind ein paar clevere Ingenieure in ihrem Elfenbeinturm, überlegen sich, was der Markt gebrauchen kann. Sie entwickeln eine Lösung, die oftmals overengineert ist und wundern sich, dass dieses Produkt nicht verkauft wird. Und das ist ein ganz anderes Konzept. Diese frei verfügbare Hardware ist wirklich gemeinsam mit Kunden entwickelt, ja, auf den Kundenanforderungen wirklich basierend. Gut. Diese Slide ist mir auch ganz wichtig, die möchte ich gerne auch hier in dem Forum teilen. Das sind die OCP-Leitlinien, ja, also Efficiency, Growth, Scale, Openness. Und die neueste Leitlinie, die fehlt allerdings noch hier drauf, hätte ich wahrscheinlich auch hinzufügen sollen, Sustainability, also Nachhaltigkeit. Seit Ende des letzten Jahres hat man sich die Nachhaltigkeit ebenfalls auf die Fahne geschrieben. Und das sind wirklich die sogenannten Tenets oder Leitlinien, nachdem die OCP-Community ausgerichtet ist und indem man auch in den Subgroups oder Projektgruppen miteinander arbeitet. Ja. Gut, jetzt schauen wir mal. Ja, genau. Das ist nochmal, diese Slide haben wir gewählt, um zu dokumentieren, was macht denn OCP genau? Wie arbeitet man in der Community und wie ist der Fokus auf das Open Networking, auf dem Bereich, in dem EPS Global und IP Infusion tätig sind? Also wir haben zum Beispiel, das ist ein Auszug hier auf der rechten Seite von der OCP-Webseite. Ja, man sieht zum Beispiel, wenn man da oben den Reiter sieht, den Header Projekte, da sieht man nochmal einen Auszug aus diversen Subgroups, ja, von Hardware Management, Data Center Facility, Rack and Power. Sie sehen einen Bereich Networking und in dem Bereich Networking sieht man auch Firmen, die auch schon genannt wurden, zum Beispiel Sonic. Ja, und Sonic ist auch ein aktives Mitglied hier und auch sehr involviert, genauso wie EPS Global und IP Infusion, die sich wirklich einbringen, wenn es darum geht, Produkte, Softwarelösungen weiterzuentwickeln, gemeinsam mit der Community, mit potenziellen Kunden. Genau, also das ist wirklich wichtig, das ist uns wichtig, dass wir es nochmal zeigen. Das macht wirklich diese offene Community aus. Und ein wichtiger Teil ist hier, das war uns auch wichtig, dass wir das nochmal gegen Ende der Präsentation zeigen, der sogenannte OCP-Marktplatz oder Marketplace, wie es im Original heißt. Alle Mitglieder haben wirklich die Möglichkeit, die sich involvieren und dann gemeinsam Produkte, Lösungen entwickeln, diese Produkte dann auf dem Marketplace, das ist wirklich eine Online-Plattform, sage ich mal, zu präsentieren. Ja, wenn man nach Produkten sucht, kann man die dann auch finden. Man bekommt dann auch die Firmen, wie EPS Global zum Beispiel, da ist verlinkt mit der Webseite. Also man kann wirklich auch sehen, hey, das sind tolle Produkte, aber wo kann ich die kaufen? Ja, und dieser Marketplace führt dazu, dass die Leute dann auch wirklich das finden, das Produkt oder die Lösung, nach dem gesucht wird. Und die Verlinkung ist da von allen Community-Mitgliedern zu den einzelnen Seiten, wo man weitere Informationen einholen kann und gegebenenfalls auch einen Gesprächstermin oder einen Termin vereinbaren kann und die Ware dann auch bestellen kann. Ja. Hier unten links sieht man die sogenannten OCP-Zertifizierungen. Ja, wir haben Open Accepted, OCP Accepted, OCP Inspired und OCP Ready. Weil natürlich, der Grundgedanke ist wirklich, dass alle Mitglieder wirklich offenlegen, ihre gesamte IP offenlegen oder ihr gesamtes Produkt frei verfügbar, dass im Grunde genommen jeder auf der Welt das Produkt oder die Lösung auch produzieren und vertreiben kann. Das ist der Core-Gedanke. Man kann allerdings wählen, zu welchem Grad man das machen möchte. Und das ist der Unterschied zwischen OCP Accepted und Inspired. OCP Inspired, da sagt man, ich behalte einen Teil für mich, ja, und ich gebe nur die Design-Files raus, aber die Product-Files behalte ich für mich. Dann sagt man, okay, das ist
eine abgeschwächte Zertifizierung. Das wäre dann ein OCP-inspired Produkt. Aber wenn ich wirklich mich bereit erkläre, alles offen zu legen, neben den Design-File auch die Produktfiles, dann ist es wirklich ein OCP-accepted Produkt, voll und ganz, mit dem auch die Community komplett arbeiten kann. Ja, also vom Bill of Material über die Design-Files, alles wird geteilt und geshared. Der Gedanke ist nämlich der, und ich musste das auch erst lernen, ich bin jetzt das 3. Jahr dabei, ich komme auch aus der alten Welt, der Gedanke ist so, der Markt ist groß genug, ja, also die sogenannten Hyperscaler, wie Microsoft, wie Google, die werden sich niemals auch nur auf einen Lieferanten fokussieren. Das heißt, die machen Multi-Sourcing und der Markt, der Kuchen sozusagen ist groß genug, man ist offen, man teilt, weil man weiß, diese Großkunden werden sich nie auf einen Lieferanten fokussieren und der Kuchen ist groß genug für alle. Ja, das ist auch nochmal wichtig, das zu betonen. OCP Ready ist die Zertifizierung, die wir vorantreiben für Rechenzentren, für die Standorte von Rechenzentren, für Data Center, die von uns auch zertifiziert werden mit diesem OCP Ready Zertifikat. Das ist ein Prozess, die Schlüsselperson, die diese Zertifizierung mit den einzelnen Rechenzentrumsanbietern durchführt, ist auch Teil des europäischen Teams. Das ist mein Kollege Mark Dancy. Mark Dancy ist wirklich die Schlüsselfigur. Er hat gemeinsam mit den amerikanischen Kollegen an den Guidelines gearbeitet, an den OCP Ready Guidelines gearbeitet. Und er führt die Kunden, die ihre Standorte OCP Ready zertifizieren möchten, durch diesen Zertifizierungsprozess. Ja. Ich glaube, das war jetzt schon die letzte Slide, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, also das war alles von meiner Seite. Wenn es Fragen gibt, natürlich hier die Kontaktdetails von allen Teilnehmern hier. Wir freuen uns natürlich auch im Anschluss, auch im Nachgang, Fragen zu beantworten. Gerne über E-Mail. Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Danke dir, Stefan. Das war sehr, sehr interessant. Ja? Also das ist immer wieder gut von dir zu hören, woher diese ganze Open Networking eigentlich kommt, weil erst das OCP ermöglicht oder hat uns erst unser Geschäftsmodell überhaupt ermöglicht. Ja? Also vielen Dank dafür nochmal. Und Ryan, auch an dich vielen Dank. Es war sehr interessant, was ihr alles macht. Und für die Zuhörer heute oder die Zuseher von mir auch nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Alles, was Sie heute gesehen haben, gibt es Infos bei uns, alles aus einer Hand. Wenn Sie mal einen Switch oder einen Router testen wollen mit einer Software von IP Infusion, wir haben einen speziellen Demo-Pool, wir können Ihnen Sachen ausleihen, wir unterstützen Sie bei Ihren Projekten und wir würden uns freuen, wenn wir die Möglichkeit haben, auch mit Ihnen persönlich einfach mal über eine potenzielle Zusammenarbeit zu sprechen. Die Aufzeichnung des heutigen Webinars schicken wir Ihnen noch zu und wie der Stefan schon gerade gesagt hat, Fragen jederzeit gerne an uns. Die Kontaktdaten teilen wir auch nochmal mit Ihnen. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Danke. Tschüss. Ciao.